Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Disco Elysium. Heute ist Montag, der 26. September 19:03 Uhr und ja, wir sind wieder in Reberscholl. Eigentlich wollte ich aussetzen und mit Stellaris neu anfangen oder so. Aber nee, hier muss es auch weitergehen. Ich kann ja nicht einfach das vor mir herschieben. Ja, es nervt mich halt ein bisschen, dass es gerade nicht wirklich weitergeht. Ich muss jetzt noch eine Stunde totschlagen. Ich könnte bestimmt tausend andere Sachen machen noch, aber ich weiß halt gerade nicht, ähm, was. Und daher, ja, ich denke mal, dass unser Kollege bald Feierabend macht. Entschuldigung. Und dann muss man halt gucken. So, wir können hier nochmal gucken, wie weit wir hier jetzt sind, beziehungsweise nicht wie weit wir sind, sondern ob wir hier noch einen Punkt haben. Ne, haben wir nicht. Das ist natürlich schade. Schade. So, nee, da. Weißer Umschlag. Ja, wir könnten lesen, aber ja. So, wir müssen ja hier, um hier wegzukommen, müssen wir ja eh erstmal wieder in die Butze. So. Und dann können wir hier raus. Oder wir können durchs Haus gehen und gehen dann da hinten raus. Das können wir natürlich auch machen. Hier haben wir alles nachgeguckt, alles besprochen. Da haben wir auch fertig. Ja. So, und hier komme ich ja auf den Balkon. Ich gucke nochmal auf den Balkon, wo es zu der Joyce geht. Also wenn ich da rausgehe. Genau. Gut. Ja, ich muss immer noch mal sicher gehen. Nicht, dass ich irgendwas übersehe. So, hier rausgehen. Ja, jetzt bin ich halt hier unten. Jetzt bin ich hier wieder. Ne? Da ist der Vordereingang. Ah, das nervt gerade ein bisschen. Und die Zeit vergeht nicht. Die Zeit vergeht einfach nicht. So, nämlich hier bin ich jetzt wieder. Und das muss ich auch noch rausfinden, aber habe ich denn da keine Hinweise? Wer die Kleidung geworfen? Findet diese Person? Ja, das kann eine Weile dauern, da bin ich schon drauf gekommen, danke. Und da kann ich auch erst am nächsten Tag anrufen. Trying to sneak up on me again? Trying to snuff me out? Get away, pig! Oh, was ein Rotzgehör. Was ein Rotzgehör. Ja. Gut. Ja, aber ich will mir nicht extra ein Buch kaufen.
Aber eigentlich müsste doch die Rumrennerei auch Zeit kosten. So, ich würde jetzt nochmal überall lang gehen. Zu gucken, ob ich nicht vielleicht doch irgendwo irgendwas übersehen habe. Den habe ich auch schon tausendmal geschnackt. Ja, ich weiß echt nicht. Wirklich nicht, was ich jetzt noch machen soll. Zeit totschlagen kann ich nicht, solange er bei mir ist. Also halt mich einfach auf die Bank hocken und den lieben Mann, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. So, und ich soll ja auch irgendwas mit den Lastwagenfahrern machen, aber die erzählen mir nun mal auch nichts Neues. Ich weiß es echt nicht mehr. Ja, es tut mir auch wirklich leid, Leute. Echt, aber... Ich weiß es echt nicht. So, bei mir die Taschenlampe wieder. Und meine... This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice cream churner and an electric freezer. The ice around it slowly melting. Ja gut, ist aber noch nicht genug geschmolzen. Sonst war hier gar nichts mehr, ne? Platz hat aber nichts zu holen hier. Ja, das wird ja wahrscheinlich auch bis zum nächsten Tag dauern. Da ist der böse Bär. Ach, das war die, wo die Waffe drin war, ne? Ich bin mich froh, dass ich die noch nicht verkauft habe. Vielleicht hat er mir das ja... Vielleicht bringt mir die später ja auch noch A was. few bricks have fallen off, revealing a compartment behind the wall. It's too dark to see in. Na gut. Kann man mal nichts, muss man gucken zu. Aber dass die Zeit nicht weitergeht, ist schon ein bisschen scheiße, Leute. Mann. Ja, hier ist ja der Computer. Da fehlt mir ja noch das Passwort für. Ja, da muss ich muss gleich irgendwas machen, was Zeit tötet. Ich weiß nicht, echt. Das ist doch nervig. Ich renne jetzt hier eine Stunde die Gegend rum. Ach, da ist die Frau. Und bringt mir halt gar nichts. Ich frage mich ja auch, wann
Chef, also nicht Chef, sondern Partner, von der man Feierabend machen möchte. So, nichts mehr. Huch. Muss auch lang gehen da. So, Taschenlampe brauche ich nicht mehr. Na gut, dann halt hier wieder raus. Und dann bin ich wieder im Buchladen. So. Schönen guten Tag. Und wir sind auch schon wieder weg. So, ja, so sind wir hier wieder. Yes? Ich will über Sie reden. Me? Yep. I don't see how my life is pertinent to the investigation. Wenn wir ein engeres Verhältnis haben, erleichtert das unsere Zusammenarbeit. Kommen Sie schon, Lieutenant, öffnen Sie sich etwas. Sie haben recht. Es gibt ja schon Wissen, wer das über einen langweiligen Binoklat. Ja, das macht aber, ergibt doch aber Sinn. That's a fair point. All right, for the good of the investigation, what do you want to know? Tja, was sind das für blöde Sachen? Entschuldigung. Sie tragen eine Brille, ja, super. Sie sehen nicht wie andere Leute hier aus, ja, leicht rassistisch. Sind Sie mein Geheimnis über sich? Führen Sie jemals Selbstgespräche? What do you mean? Na, wenn Sie nachdenken, führen Sie jemals eine Unterhaltung mit, nun ja, Ihrem Gehirn? I have no idea what you're talking about. The lieutenant's conceptualization skills must be rather rudimentary. Und wie Sie wissen schon, du tippst hier gegen die Schläfe. Ja. Das heißt, dass Ihr Gehirn Ihnen nie Ratschläge oder Warnungen oder so Ihnen zukommen lässt? I can't say that it does, no. When I need to think, I just use my notebook. Okay. The lieutenant produces his familiar mnemotechnique A6 and idly thumbs through a few pages. That's where his conversations with himself take place. Ja. Naja, ich dachte aber auch immer, dass Selbstgespräche halt völlig normal sind. Also, ich jetzt. Weil, ja, für mich ist das relativ normal. Deswegen. We all have our different mediums. His is written. Ja. You're super lucid, yet psychedelic. You don't need office supplies to connect to your nervous system. You're special. I know. Erzählen Sie mir ein Geheimnis über sich. No. What? Ich frage nochmal. Your brain sends the signal to your lips, but they refuse the order. Something is paralyzing them. You're pretty sure it has something to do with the lieutenant's eyebrow. Aha, und die paar Sätze haben jetzt 5 Minuten gedauert. Und durch die Gegend rennen wie so ein Irrer. It's like you're locked down. Was ist denn los mit mir? Something the matter, detective? Ja, What's going on? It's like you're a puppet in his hands. ich gebe auf. Dagegen komme ich nicht an. The lieutenant relaxes his eyebrow, and you seem to regain control of yourself. Das war seltsam. Na gut, das wäre vorerst alles. Good. Let's change the subject.
Erzählen Sie mir nochmal von dem Fall. What do you want to know? Können wir die vorläufigen Informationen nochmal besprechen? You mean like a brief? Do you want me to brief you again? Ja. 3 days ago, the RCM Emergencies Desk received a report about a security guard who was found hanged in Martinez. An anonymous caller said there was a dead body behind the Whirling Rags hostel cafeteria. The cadaver had been there for 4 days. No one had come to investigate. Oh, warum ist denn die Musik jetzt so laut? During that time, the victim had been stripped of his belongings. The caller did not identify him, but used the word lynching. There is an ongoing labor dispute between the local dock workers and the logistics company Wild Pines. I was told we should approach the death as part of this dispute. Warum wussten wir nichts über den Anrufer? Ja, ich muss mir hier nochmal ein Update holen. They didn't identify themselves in any way. The tone was muffled using a device of some sort. The desk could identify neither the caller's age nor sex. Warum wollte der Anrufer nicht erkannt werden? There's a strong prejudice against involving the RCM in what's seen as union matters. The dock workers' union is the de facto police in Martinez. Now it appears they've started executing too. We cannot allow that. Okay. Just to be clear, we are police officers. It's our job to find the killer. Ja. That's the case. Uncover and arrest the killer. Okay. Good. Super. Das hat's jetzt irre gebracht. Ja, Leute, tut mir leid, ey. Ich habe echt keinen Plan, was ich jetzt noch machen soll. Ja, ich habe die Mission, die kann ich alle erst später machen. Entschuldigung. Ja, dann müssen wir doch lesen. The face of King Fleecell smiles at you. For some reason, the smile now strikes you as more forced than it did before. Okay, was ist Geistesleben? It takes a moment, but gradually it dawns on you that Kunst und Kultur must mean arts and culture. Ja, Kunst und Kultur. Hätte ich dir auch sagen können. Why they decided to title this one section in Volda is beyond you. Die Sprache der Gottwalder. Obviously because it's cool to drop random phrases in foreign languages. Ja. That's cool indeed. As you leaf through this section, you come across several reviews of recent radio plays, as well as a brief artist spotlight featuring a local artist identified only as CS. The main feature, though, is a long essay titled Tip Top Tournée, a critical Mazovian perspective. The Tip Top Tournée is an inter-Isolari racing series, mostly known for its high speeds, ludicrous sponsorship deals, and high death toll. In Revachol, it's held quadrennially on the prestigious Zero Carousel racing circuit. Okay, dann lese ich erstmal die Kurzbiografie von CS. This so-called artist spotlight is really just a brief Q&A, made all the briefer by the subject's evident hostility to her interviewer. Ja, super. Na schön, schauen wir mal, was diese Kommunisten über Tip-Top zu sagen haben. Bei uns hier im Ort gibt es eine Reinigungsfirma, die heißt so. Also, Tip-Top. You think you're settling in for a relaxing recap of the most recent season, maybe sprinkled with some nice anecdotes about a few of the more colorful drivers.
Instead, you find yourself skimming a 10,000-word feature about all the politically problematic aspects of Tip-Top Tourney. Moment, was ist denn an Tip-Top problematisch? Where to even start? For one, there's the crass commercialism of its sponsorships, and then there's the practically criminal emphasis on deadly motor crashes. Praktisch kriminell. So, all of it, basically. Augenblick mal, wer hat das geschrieben? Oddly enough, this article has 2 bylines. Nasteb Encolada Bernal and Exilus Buka. Was ist denn das für ein Name? Exilus? Das klingt aber schon sehr nach einem Künstlernamen. Moment. There's no way those are real names. Ja, sag ich doch. Was? Warum sind das keine echten Namen? Ja. Exilus und Nasteb. Ensalada. Enchilada, ist das nicht was zu essen? Gut, hier ist ein Enchilada, aber trotzdem. Have you ever met anyone named Exilus? Come on, they're plainly pseudonyms. Eben. Okay, und was ist so schlimm an Sponsorenverträgen? Under capitalism, the article says, every pursuit has its price. Every pleasure, even one as elemental as the joy of racing others around a track, is reduced to an advertising opportunity. Okay. Thus, the so-called tourney becomes a competition between increasingly meaningless brand signifiers. Your discount laundry detergent racing against a pack of Astra cigarettes, or even a Fritte. Fritte. Ich kenne nur Astrobier. Also trinken tue ich es nicht, aber man kennt es halt. Schon, aber immerhin kriegt man ein paar Unfälle zu sehen. And that precisely is what's problematic about it. Were it not for the promise of random, spectacular violence, audiences would quickly lose interest. Ja, so sind die Zuschauer. At the end of the day, it's the destruction of these 750,000 real races that you're really watching for. Ja, geil. 750.000 Real und ich racker mich ab, um 20 Real für ein Bett zusammenzukriegen. Nein, ich bin mir sicher, dass ich die Rennen an sich mag. Wow, du hast recht, ich stehe wirklich nur der Brutalität wegen drauf. Ja, nee. Sure, you think that, but subconsciously, it's the visions of brand names being engulfed in flames that you crave. Nein, da habe ich noch nie so wirklich drüber nachgedacht. That's because you haven't been reading critically. Was? But don't worry. The whole point of these sorts of articles is to let someone else read critically for you. Kim, dieser Artikel behauptet, dass in Wirklichkeit niemand die Tip-Top-Tournee der Rennen wegen schaut. Ah, come on. Can this article read your mind? Der Artikel scheint das zumindest zu glauben. Nein, wahrscheinlich nicht. Well, there you have it. No reason to get hung up on the pretentious ramblings of a few young men. If I had to wager, I'd say they've never even seen the inside of a motor, much less a motor race. I take whatever they write with a large grain of salt. Okay. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds before you. Ja, ich leg die Zeitschrift weg. Den Rest habe ich ja schon. Alles andere habe ich auch. Gut. Ja Leute, dann mache ich mal früher Schluss und schaue mal, wie ich die Zeit totschlagen kann. In der nächsten Folge. Vielleicht habt ihr ja auch einen Tipp, dann lasst ihn gerne in den Kommentaren. Ja. Ich weiß, es ist eine extrem kurze Folge diesmal. Aber so bringt das ja auch niemandem was. Ihr habt da auch keinen Spaß dran. Und deswegen müssen wir mal gucken. Denke ich ja mal. Also will ich ja nicht voraussetzen. Es kann ja sein, dass es euch trotzdem Spaß macht, dabei zuzugucken. Aber ja. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr wollt.
Ich hoffe, dass euch das Video trotzdem gefallen hat. Und jo, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye bye, euer Toby.